Die USAID-Webseite von 2022 verkündet stolz: amerikanische Großzügigkeit. Eine aktuelle Webseite existiert nun nicht mehr, gelöscht. Und mit ihr alle Informationen. Dies ist ein dramatischer Rückschritt, der einen neuen Tiefpunkt markiert. Der hässliche Amerikaner ist zurück. Was heißt das? Was hat The Ugly American mit USAID zu tun? Das erklären Laura Salm-Reiferscheid und Kai Kupferschmidt in ihrem Pandemia-Podcast vom 21. Februar 2025 mit Ilona Kickbusch. Diese Absage an Regeln, diese Absage an alles, was man mal multilaterale Zusammenarbeit genannt hat, ein sehr imperiales Gehabe. In gewisser Weise ist ja der Ugly American zurückgekommen, ja. Wenn man da ein bisschen historisch überlegt, wie das auch für meine Generation ist. Ja, das fand ich total interessant, dass sie da The Ugly American nennt. Ich musste da selber ein bisschen recherchieren. Also The Ugly American, tatsächlich der hässliche Amerikaner auf Deutsch hieß das dann auch. Das war ein Roman, der 1958 erschienen ist von William Lederer und Eugene Burdick. Und es war ein Bestseller. Und der hat im Grunde genommen dargestellt, wie Amerikaner in einem fiktionalisierten Land in Asien quasi vorgehen und wie sie von ihren kommunistischen Counterparts ständig ausmanövriert werden, letztlich. Also es war so die Darstellung des US-Funktionärs im Ausland, der im Grunde genommen immer einen Schritt hinterher ist, der ein bisschen stumpf versucht, amerikanische Werte da irgendwie aufzuoktroyieren, während die Kommunisten eben das viel cleverer machen. Und ein Leser, der von dem Buch sehr beeindruckt war John F. Kennedy. Der war ja seit 1953 Senator und der war so beeindruckt, dass er tatsächlich mit anderen Kollegen im Senat eine ganzseitige Anzeige in der New York Times geschaltet hat, in der er das Buch quasi angepriesen hat. Und kleine nutzlose Anekdote am Rande, der Roman wurde 1963 mit Marlon Brando in der Hauptrolle verfilmt. Und wie ich gelernt habe, wurde die Rolle des thailändischen Premierministers oder des Premierministers in diesem fiktionalen Land von einem thailändischen Berater gespielt, der dann hinterher tatsächlich Premierminister von Thailand geworden ist in den 70ern. Aber auf jeden Fall hat das Buch Kennedy eben tief beeindruckt und deswegen hat er dann 1960, Laura, als er Präsident wurde, was hat er gemacht? USAID gegründet. Doch dieser zurückgekehrte Amerikaner ist nicht nur gemein und hässlich. Seine Ignoranz und Dummheit sind einzigartig und wurden selbst von Ronald Reagan nicht erreicht. Darauf weist Lawrence O'Donnell in seiner Sendung vom 5.2.2025 hin. Ronald Reagan war ein fanatischer Gegner von Medicare. Und als Ronald Reagan Präsident wurde, war er der erste republikanische Präsident, der im Wahlkampf nicht nur Gegner des demokratischen Kandidaten, sondern als Gegner der Regierung selbst auftrat. Er erzählte Witze darüber, wie schlecht die Regierung sei und dass die Regierung alles falsch mache. Aber Ronald Reagan hat es nicht gewagt, die Gesundheitsfürsorge abzuschaffen. Ronald Reagan hat es nicht gewagt, alle Fachleute, die in der Executive an Medicare arbeiten, zu entlassen und durch Idioten zu ersetzen, die Medicare hassen und nicht wissen, wie es funktioniert. Ronald Reagan hat das nicht getan, weil er wusste, dass das dumm und illegal wäre. Ronald Reagan wouldn't do that because he knew that would be stupid and illegal.